wir schon wieder mit dem nächsten Video. Es hat jetzt doch wohl gar nicht mal so lange gedauert. Aber ich wollte heute was machen, was ich schon sehr lange machen wollte, aber bisher keine Lust hatte. Und euch heute mal mein sogenanntes MRS-System vorstellen. Das ist die Abkürzung für Motorcycle Rescue System oder Bergungskit. Dieses Bergungskit habe ich mal entworfen oder mir zusammengestellt. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich ja auch häufig alleine unterwegs bin, Offroad. Und dann manchmal auch in Situationen komme, die kritisch werden können, weil niemand da ist. Man vielleicht irgendwo in einem Schlammloch stecken bleibt oder, weiß ich nicht, dumm stürzt und das Motorrad vielleicht in den Graben reinfällt. Gott sei Dank habe ich noch nicht so eine Situation gehabt, die wirklich so richtig kritisch war. Aber wenn man alleine unterwegs ist, macht es schon Sinn, wenn man halt ein Seilsystem dabei hat, um sich selber aus dem Mist zu ziehen. Und ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch ein anderes Seilsystem mit dem Bosnien. Bin da über den TED gefahren und das hat nicht gut funktioniert. Erstmal natürlich, weil da kein Baum in der Nähe war, um mich da vernünftig rauszuziehen. Und dann hatte ich ein Bergsteigerseil benutzt für mein Rettungssystem. Und der Reibungswiderstand ist zu groß und dieses Bergsteigerseil ist viel zu schwer. Also das Ding hat, glaube ich, dann 3,5 Kilo gewogen, der komplette Satz mit Karabinern, Umlenkrollen und allem Scheiß. Und ich bin jetzt nochmal auf ein etwas kleineres und leichteres Setup gegangen. Und das hier in diesem kleinen Beutel wiegt 1,4 Kilogramm. Und wir wollen heute mal testen, ob das Ganze funktioniert. Und dazu nehme ich euch mal mit. Also, was ist denn hier so drin? Das ist hier in diesem kleinen Beutel sind alle Sachen drin, die man dafür braucht, um sich alleine, wohlgemerkt alleine aus dem Dreck zu ziehen. Wir haben hier 100 Meter Militärstandard Paracord mit einer Zugfestigkeit von 250 Kilogramm. Sollte stabil genug sein. Dann habe ich hier ein Stück Holz. Das habe ich irgendwie selber geschnitzt. Da ist dieses Paracord aufgewickelt. Und zwar der Part, den man nicht braucht. Und zwar deswegen 100 Meter Paracord, weil wenn man ja ein Flaschenzug-ähnliches System benutzt, bedeutet das natürlich auch, dass man natürlich weniger Kraft aufwenden muss. Aber dafür wird der Weg natürlich länger. So, dann haben wir hier verschiedene Gurte. Also die sind ursprünglich mal von meiner Hängematte gewesen, Baumgurt. Diverse Karabiner und die wir dann gleich benutzen, um die dann einmal an einem Ankerpunkt, also einem Baum oder einem Felsen festzumachen. Hier verschiedene Karabiner. Karabiner könnte man teilweise noch weglassen. Man könnte damit noch ein bisschen Gewicht sparen, aber ich habe sie mal dran. Und was jetzt der große Unterschied ist im Vergleich zu meinem alten System, sind hier diese kleinen Blockrollen. Und zwar sind das hier Blockrollen aus dem Yachting-Bereich. Ganz strange, die Dinger benutzt man für Segelschiffe, sind ultra klein. Ich hoffe natürlich, dass die auch stark genug sind. Und diese Blockrollen sind tatsächlich nur so klein und dann kann man damit ein Flaschenzugsystem ausrichten. Und wir testen das heute mal im Einsatz. Und ich hoffe, das funktioniert auch jetzt so, wie ich mir das gedacht habe. In der Theorie habe ich es schon mal in meinem Wohnzimmer ausprobiert, aber eben noch nicht am Motorrad und nehme euch mit. Aber zunächst versuche ich das mal so ein bisschen hier auszubreiten, um euch zu zeigen, wie das Ganze so aussieht. So, das Erste, was man natürlich jetzt machen muss, ist, damit man das alleine hinkriegt. Ich habe hier zwei normale Baumarktspanngurte, so kleine Gepäckgurte. Die nutze ich jetzt erstmal, um den Lenker davon abzuhalten, dass er durch die Gegend fliegt. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr zieht ja an diesem Seil in irgendeiner Form. Und ihr könnt natürlich nur vernünftig ziehen, wenn ihr nicht gleichzeitig den Lenker festhalten müsst. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und deswegen machen wir jetzt mal einfach hier diese Gurte drum, ne, um dem Lenker das Hin- und Herschlagen zu verwehren. So, beide Seiten. Man muss natürlich jetzt darauf achten, dass man hier keine Kabel einklemmt, ganz klar. Die Himalayan hat ja diese schönen Seitenschutzbügel, Tankschutzbügel, wie man auch immer die nennt. Man kann das aber auch woanders festmachen. Wie gesagt, es geht nur darum, dass der Lenker sich nicht mehr selber
verschlagen kann. So, ne? Hier sieht man das jetzt hier. 1, 2 Gurte festgemacht. Ne? Der Lenker wackelt jetzt hier, kann aber nicht mehr umschlagen. So, die nächste Aktion ist, wir brauchen natürlich einen Punkt am Motorrad, wo ihr das Ding dann nachher ziehen könnt. Es ist natürlich gut, möglichst weit unten zu ziehen. Das Ding ist natürlich, ihr müsst schauen, ja, dass ihr das Rad sich noch gut drehen kann. Also was schon Sinn macht, ideal wäre natürlich hier unten an der Achse, aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Rad sich dreht. Das heißt, wir können maximal auf dieser Höhe anfangen. Und ich würde jetzt sagen, den Gurt hier, ich nutze mal hier einen Bauerngurt. Man kann natürlich auch irgendeinen anderen Gurt benutzen. Den nehme ich aber jetzt mal und werde jetzt das Ding mal jetzt hier um die Gabel machen. Was natürlich ein Ding ist, hier, wenn man hier Faltenbälge hat wie ich, dass ihr die hoch macht, ne? Weil wenn ihr jetzt hier dran rumzerrt, wie so ein Berserker, mit den Faltenbälgen, gehen die natürlich kaputt und das sollte natürlich nicht sein. Das heißt, ich habe jetzt hier die Faltenbälge mal eben hochgeschoben und habe jetzt hier quasi meine Ladung schon mal fertig gemacht. So. Na, hier sieht man nochmal jetzt die Ladung gesichert. Als nächstes gehe ich natürlich jetzt hier an meinen Ankerpunkt. Und zwar der Ankerpunkt ist in dem Fall, nehme ich jetzt einfach mal hier diesen Stein. Natürlich ist ein Baum besser, aber es geht ja jetzt auch ums Prinzip. Irgendein Ankerpunkt, das kann ein stabiler Stamm sein, das kann irgendwie ein Ast, ein Felsbrocken, irgendwas sein. Und jetzt nehme ich einfach mal hier jetzt diesen Felsen und mache das Ding jetzt hier fest. So, und damit haben wir jetzt hier den Ankerpunkt festgemacht. So. Hier am Ende haben wir jetzt so eine Schlaufe. Wie man das festmacht, ist letztendlich gar nicht mal so wichtig. Ich habe hier auch deswegen so einen langen Gurt genommen, weil das gibt euch noch mal ein bisschen mehr Flexibilität und ihr könnt euch über längere Entfernungen rausziehen. Ne? So, lassen wir ihn erstmal hängen. So, und das Setup sieht jetzt so aus. Da ist der Stein, da ist das Motorrad. Ich werde jetzt aber trotzdem mal die Maschine weiter wegschieben gleich, damit die Entfernung etwas größer ist. Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt weitermachen. So, Mädchen, zack. Und zumindest etwas weiter nach hinten, damit das Ganze etwas realistischer ist. So, okay, gut. Also wenn das jetzt etwas unkoordiniert noch hier aussieht, dann liegt das einfach daran, dass ich dieses System vor über einem Jahr angefertigt habe, es aber noch nie benutzen musste. Ja, und was natürlich auf jeden Fall Sinn macht, ist mindestens, sag ich mal, so 20, 30 Meter rausziehen zu können. Ne? Und ja, es wird natürlich nicht in jedem Fall möglich sein, das Motorrad irgendwo rauszuziehen, weil man einfach keinen Baum hat oder einfach kein entsprechender Gegenstand in der Nähe ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch retten könnt, ist dann doch erheblich größer als ohne so ein System. Und einfacher wird das Ganze natürlich auch noch dann, wenn noch eine zweite Person da ist. Oder was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, wenn euer Motorrad irgendwo runterstürzen sollte in einen Graben, was ich nicht für euch hoffe, dann habt ihr natürlich mit so einem System immer noch irgendwie die Chance, das Ding da rauszuzerren. Okay, aber gucken wir mal weiter. Also, wir haben jetzt hier unser Seilzugsystem. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie ich das mir damals überlegt habe. Also dieses Teil müsste dann eigentlich zum Motorrad gehen. Und genau, das Teil geht zum Motorrad. Und das Teil dann zum Anker. Punkt. Wenn mich nicht alles täuscht. Um das Ganze mal jetzt ein bisschen hier kürzer zu machen. Okay. Das ist jetzt hier der Ankerpunkt. So. Und dann kommt der andere ans Motorrad. Man sieht jetzt auch schon, wie das Ganze jetzt hier auszieht. Ne?
Also ich zeige euch das gleich nochmal im Detail, wie diese einzelnen Rollen miteinander verbunden sind. Aber zunächst muss ich mir das selber erstmal hier angucken und in die richtige Position bringen, dann kann ich euch das auch einfacher erklären. So. Vom Prinzip her haben wir hier unseren Ankerpunkt. An dem Ankerpunkt ist fest verbunden eine Dreierblockrolle und wir haben unser Motorrad, also die Ladung, da ist auch eine Dreierblockrolle fest verbunden und wir gehen quasi von Ankerpunkt aus immer hin und her, hin und her, hin und her um diese Blockrollen rum und am Ende des Ganzen geht das Zugkabel Richtung Motorrad und an diesem Seil ziehen wir dann. Okay. Gut, wir ziehen jetzt unser Teil zum Motorrad und haken das hier ein. So, so, zack. So, also da oben ist die Hauptrichtung, genau. Hier ist die Zugrichtung und das heißt, dieser Karabiner, der wird dann noch auch mit oben eingehangt beim Ankerpunkt. Gut. Und jetzt schauen wir, ob auch die Seile alle sauber durchlaufen. Durch meine Yachtrollen. Ja, tun sie. Zeige ich euch das mal hier ein bisschen aus der Nähe. So, hier sieht man jetzt, wie die Rollen schön weich laufen. Ne? Also beide Karabiner sind hier am Ankerpunkt fest. Die Rollen funktionieren jetzt hier und ziehen sauber. Und das ist halt auch der große Vorteil an diesen Yachtrollen, dass der Rollwiderstand einfach sehr niedrig ist. Okay, gut. So, die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist, dass wir uns hier auf unser Motorrad setzen und dann gucken, ob das funktioniert. Hier dran ziehen. Na, so. Also ich brauche jetzt hier meinen Holzklotz nicht benutzen, könnte ich aber, weil das Seil muss ja nicht so lang sein. Und dann kann ich jetzt hier dran ziehen, an diesem Seil und kann mich jetzt hier rausziehen. Und das geht mega leicht. Also ich kann jetzt hier einfach hier ziehen mit wenig Kraft. Ich könnte sogar jetzt eine Hand nehmen, um mich hier aus dem Dreck rauszuziehen. Ne? So, ich ziehe jetzt hier an dem Seil. Der Lenker schlägt nicht um. Und ziehe mich jetzt hier raus. Jetzt packe ich die Kamera noch mal um und wir schauen noch mal auf die Rolle. Und dazu werde ich das Motorrad jetzt erstmal noch ein bisschen zurückziehen, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. So, was man sieht jetzt, ich habe das Seil jetzt länger gezogen. Hier sieht man noch mal, wie die Blockrollen hier arbeiten. Natürlich ein bisschen ungünstig, grüner Kord auf grünen Boden. Aber ihr könnt jetzt hier trotzdem sehen, wie meine Blockrolle hier arbeitet. Und ja, die Schnur, an der ich jetzt gleich hier meine Ladung ziehe, die liegt in der Mitte auf. Ne, und jetzt sieht man hier auch den Sinn dieses kleinen Holzklotzes, wo hier der Rest aufgewickelt ist. Das ist genau dann, wenn zum Beispiel jetzt die Entfernung hier größer ist, braucht ihr durchaus eine Menge von diesem Kord. Und wir haben jetzt ungefähr, sagen wir mal, eine Entfernung von 10 Metern, ne, bis zum Motorrad. So, das Ganze von der Seite. Also, ich gehe jetzt hier mit meinem Holzklotz hier rüber zum Motorrad. So. Setze mich auf die Maschine. So. So. Und das Ding mit dem Holzklotz ist einfach das, dass ich hier solche Knubbel habe, die mir helfen sollen,
hier besser dran zu ziehen, weil wenn ihr mit Handschuhen und selbst mit Handschuhen natürlich an diesem dünnen Kord zieht, schneidet euch das eventuell in die Finger. Und deswegen kann man jetzt auch hier diesen Kord benutzen, um sich jetzt hier die einzuwickeln und dann sich hier dann langsam rauszuziehen. So, jetzt haben wir noch keine Spannung drauf. Man sieht jetzt aber hier schon, mal gucken. So, Moment. Langsam, wie sich das Ganze bewegt. Die Übersetzung ist schon enorm. Und geht natürlich relativ langsam jetzt voran, ne? Ist logisch. Um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen schneller zu machen, wickle ich mal noch ein bisschen was von dem Kord jetzt hier ab und ziehe mal jetzt nur am Strick, weil dann haben wir einfach einen etwas längeren Weg. Na, das heißt, ich ziehe jetzt hier, ziehe mich jetzt hier raus aus dem Dreck. Und man braucht wirklich relativ wenig Kraft. Na, zugegeben natürlich, wir haben jetzt keine riesigen Widerstände jetzt hier gerade. Aber das Flaschenzugsystem funktioniert durchaus. So. Man hat jetzt hier wirklich den Vorteil, man hat theoretisch beide Hände frei, ne, und kann jetzt hier sich rausziehen. Natürlich, wenn ihr irgendwo ganz, ganz fest drin steckt, ist das natürlich schwierig und anstrengend, gar nicht die Frage. Na, aber Schritt für Schritt kommt man hier raus, indem man sich hier langsam da raushangelt. Ja, also wenn man das Ganze alleine macht, gibt es natürlich keinen absoluten easy way, das zu tun, aber man sieht durchaus, dass das Ganze vom Prinzip her funktioniert. So, um euch das jetzt nochmal im Detail zu zeigen. Also keine Angst, ich werde euch auch nochmal gleich ein Schema aufzeichnen auf Papier, damit ihr das auch nachbauen könnt, vernünftig. Aber vom Prinzip her ist es so. Am Ankerpunkt, ne, also der Ankerpunkt ist immer da, wo ihr euer Seil festmacht, ein Baum, um euch dann aus dem Dreck zu ziehen. Okay, das ist der Ankerpunkt. Da sind jetzt angebracht 2 Karabiner. Feste Schlaufe am Karabiner geht zur Blockrolle in die Mitte. Ne? Blockrolle Mitte, kommt da unten wieder raus, logischerweise. Geht dann, also zwischen meinen beiden Fingern ist jetzt die Schnur, die wir verfolgen, geht dann zur Blockrolle. Ne? Hier zur Blockrolle auf die linke Blockrolle. Von unten einmal hier rum und dann kommt quasi, ich muss jetzt einmal umgreifen, Moment, genau, kommt dann, ne, von der linken Blockrolle oben wieder raus und geht dann wieder zurück, hier, Moment, auch auf die äußere Blockrolle, so, geht da drüber und kommt dann unten wieder raus und geht von da wieder zurück. Mal gucken, wo kommt er raus? Ach Gott. Also, das lässt sich hier nicht gut zeigen mit einer Hand. Geht aber natürlich wieder auf eine Blockrolle, auf einen dieser Plätze, auf den äußeren Platz. Ne, geht dann wieder um die Blockrolle rum und dann wieder zurück. Um dort natürlich wieder, Moment, wo kommt das Kabel raus? Hier oben. Hier wieder auf die Blockrolle zu gehen. Also nochmal rum und hier wieder zurück. Also hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und geht dann hier wieder auf unsere Blockrolle, diesmal in die Mitte. So, und jetzt sind wir eigentlich hier mit den Blockrollen schon am Ende, weil das ist jetzt die letzte Position der Blockrolle. Und dann geht unser Seil zurück zum Motorrad, wo wir dran ziehen. Na? Und jetzt gucken wir nochmal, welchen mechanischen Vorteil unser System jetzt hier hat.
1, 2, 3, 4, 5. Wir haben einen mechanischen Vorteil von 5:1. Ja, also wir haben unser Seil, das geht quasi jetzt 5-mal über unsere Blockrollen, um dann wieder zurückzugehen. Na, das heißt, wir haben jetzt bei unserem System hier einen mechanischen Vorteil von 5:1. Na, bedeutet, wenn ihr, weiß ich nicht, euer Motorrad mit Gepäck vielleicht, sagen wir mal 500 Kilo, um das ein bisschen einfach rechnen zu können, was ja jetzt zum Beispiel für BMW GS-Fahrer jetzt gar nicht so sehr von der Realität entfernt ist mit Gepäck, dann würde es bedeuten, ihr müsst nicht 500 Kilogramm aus dem Dreck ziehen, sondern nur 100. Was natürlich immer noch eine Menge ist. Ne? Was man natürlich auch noch bedenken muss, ist, wenn das Motorrad rollt, müsst ihr natürlich keine 500 Kilo ziehen. Ist ja klar, weil es ist natürlich dann deutlich weniger Gewicht, was man dadurch ziehen muss. Ne? Ja, also so viel zum theoretischen Aufbau. Und man sieht halt auch, dass das in der Praxis durchaus funktioniert. Die Frage natürlich, die sich immer stellt bei solchen Sachen, wie ist das wirklich in der Notsituation? Wie lässt sich das handhaben? Ich muss aber sagen, dass gerade im Vergleich zu dem System, was ich letztes Jahr hatte, der Reibungswiderstand richtig cool ist. Also sehr, sehr niedrig ist durch diese Yachtrollen. Ich werde mal schauen, ob ich das euch in der Videobeschreibung verlinken kann. Ja, und wenn man mal überlegt, wir haben jetzt hier einen Vorteil von 5:1. Heißt also, ich kann ja zusammen mit meinen Baumgurten, die ja dann auch nochmal 1, 2, 4 Meter, also mindestens über 25 Meter mich aus dem Dreck ziehen, eventuell auch sogar noch länger. Wenn hier quasi meine Seillänge komplett genutzt ist. Ja. Also natürlich ist im Moment die Seillänge viel zu lang. Ne? Also dieses System ist jetzt, wie gesagt, dafür ausgelegt, sich selber rauszuziehen, wenn man auf dem Motorrad sitzt. Wenn man zu zweit ist, kann man natürlich hier noch andere Geschichten machen. Man kann sogar noch den mechanischen Anteil noch etwas vergrößern, ne? Oder vielleicht auch noch mal reduzieren, je nachdem. Wie gesagt, man hat ja 2 Dreier-Blockrollen, die schon einen mechanischen Vorteil von ja, bis zu 6:1 ermöglichen. Aber wie gesagt, je mehr, umso ja, größer ist natürlich auch der Nachteil, wenn ihr dann an eure Seillänge denkt. Ich sage mal, mehr als 100 Meter von diesem Kord will ich jetzt auch nicht unbedingt mitschleppen. Ja, so viel dazu. So, und da das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen realistischer sein soll, habe ich mich ja jetzt mal in eine etwas unvorteilhaftere Position begeben und werde jetzt mal gucken, nochmal so ein bisschen Theater hier zu machen. Okay. Nicht ganz eingegraben, aber einfach damit wir hier etwas realistischere Bedingungen haben. Ja, seht ihr gleich selber. So. So, jetzt ziehen wir mal unseren Flaschenzug jetzt nach hinten. Und sag mal, wir haben jetzt hier locker, ja, ich schätze mal 20 Meter in Entfernung. Ja, was man natürlich immer das Thema ist, wenn man, deswegen auch der Holzklotz, wenn ihr hier so einen Strick aufwickelt, muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht verknotet. So. Haben wir unsere Ladung wieder befestigt. So. Zack. Gut. Mann. Das ist schon ein bisschen nervig hier mit dem Strick, muss man sagen. So, meine Rolle ist jetzt vorbereitet. Was eben nochmal wichtig ist, dass ihr genau guckt, dass euer Seil auch nirgendwo eingeklemmt ist und einen sinnlosen Widerstand hat. Also man sieht jetzt nochmal Entfernung ungefähr 20 Meter. Also nochmal schauen, ob hier irgendwelche Äste das Seil festhalten oder irgendwelches Gestrüpp und auch hier
die Seile nicht verdreht sind, sodass es hier sauber arbeiten kann. Das ist immer noch mein Ankerpunkt. Und da hinten ist das Motorrad. So, dann auf geht's. Da jetzt hier mit etwas mehr Widerstand zu rechnen ist, ziehe ich mal jetzt doch meine Handschuhe an. Rauf da. Ach so, sehe gerade, hätte ich fast vergessen, meine Gurte hier wieder dran zu machen. Hier, damit der Lenker nicht verdreht. Weil die musste ich ja gerade abmachen. Bei der Aktion, wo ich das Motorrad hier reingefahren habe. Ja, ihr seht schon, das Ganze, ist natürlich schon aufwendig hier, sowas hier zu simulieren, aber hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn dann doch mal ein Ernstfall eintritt, ihr dann besser vorbereitet seid. Das Ganze gilt übrigens auch für einen Reifenwechsel, wenn ihr einen Platten habt unterwegs. Ihr könnt gerne noch mal mein Eastbound-Video anschauen, wo ich vorne den Schlauch gewechselt habe. Macht auch keinen Spaß, aber im Nachhinein, wenn es gut geklappt hat, ist es definitiv ein super Gefühl, weil ihr fühlt euch dann viel besser vorbereitet auf den Ernstfall. Macht also Sinn. Auch wenn das nicht zu den angenehmen Sachen gehört bei dieser Geschichte. Sorry übrigens für diese Geräusche da im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet heute hier irgend so ein Bauer irgendwelche Maschinen laufen lassen haben muss. Aber gut, nützt ja nichts. So, das war es jetzt hier, festgemacht. Jetzt bin ich selber mal ein bisschen gespannt, wie die ganze Sache jetzt hier ausgeht. Also, Seitenständer einklappen. Okay, Maschine steht frei, ist natürlich hinten noch drin. So, und jetzt, ich packe mal jetzt das Ding jetzt an die Seite und ziehe mal nur am Strick. Ne, so, ich ziehe mal jetzt nur am Strick, okay? Weil irgendwie habe ich hier einen besseren Hebelarm. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal meinen Seil hier ran und gucke, bis es auf Spannung kommt. Was natürlich auch eventuell ein Nachteil sein könnte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Paracord, was ich habe, dehnbar ist. Was eher ein Nachteil ist. Müssen wir mal gucken. So, ich ziehe jetzt hier. Okay, wir haben schon etwas Widerstand. Aber noch tut sich hier nichts. Was man natürlich auch noch machen kann, man könnte jetzt hier den Sturzbügel noch verwenden, um hier eine etwas andere Position noch zu kriegen. Gucken. Also mit dem eingegrabenen Hinterrad. Alter Schwede, wird das schwierig, würde ich mal sagen. Ja. Oh, könnte man so sehen. Alter Schwede. So richtig. Oh! Ist das schon nicht? So kommt das hier nicht raus. Also, was man schon mal festhalten kann, ist mit einem eingegrabenen Hinterrad. Mal gucken, ob hier nicht ein Gang drin ist. Ist die Sache nicht so einfach. Boah. Also ich habe hier das Gefühl, hier ist zu viel Dehnung drin in dem System. Ja, es kann schon sein. Genau, dass wir hier dass wir zu viel Reibung haben, beziehungsweise ein Problem hier verursacht wird durch den Reifen, der eingegraben ist. Und ich sag mal so, Kraftanstrengung ist jetzt ungewöhnlich hoch.
Tja Leute, das sieht nicht so gut aus. Hier mit meinem eingegrabenen Hinterrad. Ich werde mal jetzt doch hier mein Holz nehmen. Gucken, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ja, gucken. Also es scheint tatsächlich so zu sein, als ob ein dehnbares Seil schlecht ist. Definitiv. Weil ich habe hier, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Gummiband. Was nicht gut ist. Gummiband will ich eigentlich hier nicht haben. Tja Leute, ich glaube, das funktioniert nicht. Mit dem dehnbaren Band sieht es nicht gut aus. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal schauen, dass wir das Hinterrad ausgegraben bekommen und werden es dann nochmal versuchen. So, versuchen nochmal. Oh. Oh. Ganz schön tief eingegraben. So. Nochmal. Ohne Holz. Ich fange schon an zu schwitzen hier. Okay, mal gucken. Tja Leute, so leid mir das tut, es funktioniert nicht. Das scheint wohl jetzt hier unter Fehlversuch abzuhaken sein. Oh. Gut, eine kleine Rolle spielt wahrscheinlich noch, dass ich noch krank bin. Ich hatte irgendwie eine Grippe, die immer noch nicht auskuriert ist und fühle mich noch ein bisschen schwach, aber trotzdem hätte das funktionieren müssen. Okay, ich werde demnächst jetzt nochmal versuchen, ein Statikseil zu besorgen, um diese Dehnung hier auszuschließen. Und vielleicht noch mal ein bisschen schauen, ob ich vielleicht doch irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich würde euch mal bitten, guckt euch mal diese Konstruktion an und vielleicht habt ihr eine Idee, was man daran verbessern kann und wie eventuell ja, dieses System mit diesen Blockrollen machbar ist, dass der Kraftaufwand noch geringer ist. Vielleicht entdeckt er irgendeinen Fehler. Okay, gut. Jo, dann werde ich mich mal hier wieder rausbegeben aus dem Wald und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.